Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Mein Name ist Lars Korsten, verspätet aus New York. Eigentlich sollte ich diese Sendung am Mittwoch aufnehmen, aber es ist heute Samstagnachmittag und ich hatte viel zu tun. Das heißt also, ich war beim Fußballspiel, Ecuador-Deutschland, ist ja dumm ausgegangen, aber ich wollte euch trotzdem nicht die Themen vorenthalten. Deshalb, Bahn-Totalausfall trifft auch Flughäfen. Die erste Boeing 777-9 zeigt das Branding. Lufthansa Group verschiebt den Dubai Restart erneut und 380er Umbau, Sitze und Versteigerung bei Lufthansa. Und Miles & More Amazon Challenge. Die geht noch 2 Tage, also schaut euch das an. Ihr denkt dran, immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like da zu lassen, aber auch zu kommentieren, abonnieren und auf School zu kommen. Das erste Thema ist natürlich der Bahnausfall. Und der bundesweite Bahnausfall bei der Deutschen Bahn legt den Zugverkehr für rund 2 Stunden lahm. Ursache war eine Störung im GSMR-Funksystem. Und die Auswirkungen reichen dann in den Luftverkehr hinein. Im Luftverkehr hinein? Ja, erkläre ich euch. Also 2 Stunden Stillstand. Ursache war halt, wie gesagt, das Bahnfunksystem. Das ist eigentlich das, was es erklärt, was ist. Das ist der Funk, den die Bahner nutzen. Betroffen Fernverkehr, Regionalverkehr, S-Bahn, Güterverkehr. Massive Verspätungen waren natürlich am nächsten Tag auch gegeben. Flughafenzubringer waren nämlich genau beeinträchtigt. Heißt also, damit war der Flugverkehr beeinträchtigt. Denn die Airlines sind indirekt betroffen gewesen. Passagiere verpassten Flüge, steigende Umbuchungen und natürlich No-Shows. Und klar, es gab dann beim Check-in und beim Transfer viele Probleme. Wobei interessanterweise ist der Lufthansa-Verkehr gesunken. Ich glaube 15% weniger Passagiere jetzt zum Sommerstart. Ne? Naja, aber daran sieht man halt, wie der Bahnverkehr doch durchaus, insbesondere in Deutschland beim Flugverkehr, eine Abhängigkeit hat. Nein, umgekehrt, der Flugverkehr von der Bahn eine Abhängigkeit hat. Und gerade das Feedersystem deshalb so gehasst ist, wenn die Bahn der Feeder ist. Und warum die Leute eigentlich lieber hinfliegen nach Frankfurt, München, als mit der Bahn zu fahren. Weil hast eine Bahnreise, hast du immer was zu erzählen. Und natürlich ist das so, dass die Intermodal, also das heißt die Verknüpfung zwischen Bahn und Flugzeug, einen Push braucht. Und auch die Zuverlässigkeit der Bahn ist ja jetzt durch solche Katastrophen nicht wirklich, und das ist eine Katastrophe, dass das passiert ist, nicht wirklich gegeben. Und da müssen die Airline halt auch mit Backup-Strategien arbeiten. Und die Frage ist natürlich Haftung. Also wir haben ja wieder nicht in der EU-Verordnung das drin, dass wenn ein Bahnticket zum Flug Verspätung auslöst, dass man damit dann quasi alleine gelassen wird. Ja, die systemische Schwäche ist sichtbar und Intermodalität ist einfach als Fazit immer noch ein Risiko. Und deshalb Bahnfahren nur Augen auf. Ne? Also kannst du ja nicht ausdenken. Würdet ihr mit der Bahn euch auf als Zubringer verlassen oder nicht? Dann haben wir beim zweiten Thema die erste Lufthansa. Die hat das Branding, und zwar eine 777-9. Ja, 777-9 hat Lufthansa Branding an der Seite. Die Wingtips, die hochklappen, also so oder so, kann ich gerade gar nicht, oder so glaube ich, macht es am besten. Dann ist hier der Geier drauf, auf der Innenseite glaube ich auch. Auf jeden Fall ist Lufthansa der Erstbetreiber der 777-9. Zulassung geplant 2017. Erste Maschine mit Kranich-Logo wurde also quasi bei der Lackierung gesichtet. Besonderheit sind die Folding Wingtips. Spannweite 71,75 Meter im Flug. Am Gate sind es nur 64,8. Und da ist dann das Thema, man kommt in Parkpositionen rein, die kleiner sind als der 380er. Genau, bei 65 ist da Limit. Strategisch extrem wichtig für Lufthansa, weil genau die 747-400er sollten alle ersetzt werden, haben eine bessere Aerodynamik. Ich bin ja mit der 747-8 in der First von Frankfurt nach New York geflogen, nach Newark fliege dann wieder zurück mit der, ist auch ein RAF, ich glaube, ist auch eine 747 von JFK zurück nächste Woche und bin mal gespannt, wie die abgeranzt ist. Also man merkt das schon. Ich habe auch übrigens ein Fußballtrikot gekriegt in L-Hose und XL, aber das ist ein anderes Thema. Da möchte ich mich nicht drüber aufregen. Ja. Gut, auf jeden Fall Gate-Kompatibilität trotz der Größe, moderne Kabinen, natürlich Allegris, hoffen wir auch, dass das alles zugelassen ist. Wir sind ja mal gespannt, ob die Lufthansa den Zeitplan einhalten kann, wenn das Boeing also auch pünktlich liefert. Zum Sommerflugplan wird es wahrscheinlich ja nichts werden, hatten wir ja schon gesagt.
Und es ist halt ein Schlüsselprojekt für Lufthansa in die Moderne. Und Carsten S. aus M. hat ja im Pioneer-Podcast gesagt, dass natürlich der Weg, um Sprit zu sparen, neue Flugzeuge sind. Das Verzögerungsrisiko bleibt. Ja, was fliegt ihr lieber, 350 oder die 777-9? Ich selber war ja schon der 777-9 drin. Also insofern ist es schon ein geiles Flugzeug. Ich war auch im Mock-up drin, in Berlin mehrfach. Ne, war Berlin? Hamburg war es. War auch spannend. Deshalb. Was auch spannend ist, ist Dubai als Strecke. Viele von euch wollen ja nach Dubai fliegen, trotz der, ich sag mal, oder wegen der Friedensverhandlungen. Ich weiß es nicht. Also einige Leute habe ich wieder mitgekriegt, die fliegen nach Dubai und sagen, es ist geil leer und auch billig. Die Lufthansa Group verschiebt den Neustart von Dubai-Flügen erneut jetzt auf Oktober 2026. Offiziell ist es operativ, aber es ist wohl ein Nachfrageproblem, weil die 2 Leute, die mir gesagt haben, wir fliegen nach Dubai, haben es wohl nicht rausgerissen. Der Restart ist jetzt der 24. Oktober 2026, mehrere Verschiebungen. Betroffen sind natürlich Lufthansa, Swiss, aber Austrian und Eurowings. Ab Juni, Juli wird Tel Aviv aufgenommen wieder, schrittweise. Ich glaube, die ersten sind Austrian. Und klar ist die Nachfrage gerade im Sommer, aber auch aufgrund der Situation, die wir haben im Nahen Osten, geringer. Deshalb ist die Nachfrage das Problem, oder seht ihr das ein anderes Problem, dass die Nachfrage kein Problem ist? Und sind das die politischen Risiken oder sind das wirtschaftliche Gründe? Heißt also auch, vielleicht ist die Wirtschaft ein Problem, dass die Leute nicht mehr so viel Geld haben. Und Fazit ist natürlich, Nachfrage schlägt Expansion und eine vorsichtige Netzwerkstrategie. Ja, glaubt ihr, Dubai ist aktuell überbewertet als Ziel oder unterbewertet? Dann haben wir einen 380er Umbau als Thema und zwar ganz wichtig, Sitzversteigerung. Ich glaube, die zweite Bude ist ja jetzt fertig gemacht worden, deshalb gibt es viele Sitze, die man kaufen kann und zwar über eBay für einen guten Zweck. Die 8er 380 bleiben ja mindestens 5 Jahre im Einsatz. Die neue Business Class, die Thomson Vantage XL mit direktem Gangzugang, zu allen Bankzugängen gibt es auch wahrscheinlich. Und die Sitzplatzanzahl ist von 68 auf 68 von 78 reduziert worden. Also ihr könnt einen alten Stuhl reduziert wahrscheinlich auf eBay ersteigern. Also ich weiß gar nicht, was der neu gekostet hat. Und der Erlös geht an die Charity Help Alliance und Cargo Human Care. Und klar, der 380er totgesagte Leben länger bleibt entgegengesetzt dem Trend. Nachfrage nach Kapazität hoch für Passagiere, deutlich bessere Business Class, ganz klar. Und ich denke, dass die eBay-Aktion nicht nur cleverer Marketing-Schachzug ist, sondern auch, um die Dinge vom Hof zu bekommen. Ja, der 380er ist als Fazit strategisch wieder am Start und auch wieder auf der Höhe der Zeit, zumindest was die Business Class angeht. Das Upgrade war notwendig und auch sinnvoll. Ja, würdet ihr so einen echten Business-Class-Sitz kaufen, so als Memory oder so? Keine Ahnung, könnt ihr mal schreiben. Und dann als letztes Thema, da müsst ihr aber schnell sein, ist die Amazon Challenge. Die Meister Mobility erneut Amazon-Aktion mit bis zu 5.000 Bonusmeilen für Einkäufe im Juni 2026. Zeitraum 21 bis 29. Juni, also husch husch. Bis zu 5.000 Meilen möglich. Personalisierte Aktion. Voraussetzung ist die Aktivierung in der App. Tracking via Link, höchste Stufe 1.000 Nettoumsatz und dann gibt es die Punkte. Und die Frage ist das ein Marketing-Tool oder ein echter Mehrwert? Und natürlich nur sinnvoll bei geplantem Konsum. Also wer bei Amazon was einkaufen wollte, vielleicht für 1.000 Euro einen neuen Fernseher, man weiß es ja nicht genau. Deshalb, also sammelt da aktiv beim Shopping. Als Gesamtfazit für die Sendung kann ich feststellen, Infrastrukturrisiken, Bahn beeinflusst die Luftfahrt, egal ob man will oder nicht. Boeing versus Airbus bleibt immer noch ein strategisches Kernthema. Nachfragesteuert Streckennetz stärker denn je. A380 hat so quasi ein Comeback, auch mit der neuen Kabine, muss man ehrlicherweise sagen. Und Loyalty ist eine Retail-Plattform, oder? Ich werde jetzt gleich direkt im Anschluss die zweite Sendung aufnehmen, deshalb schaut die euch auch an. Deshalb direkt husch husch und ihr hört hier in New York, also der Lärm. Geht los. Also, bis gleich. Ich freue mich auf die nächste Sendung mit euch. Das heißt also in parallel. Also, bis dann. Ciao, ciao.